Das Café Kaputt ist ein Reparaturcafé. Wir sind hier am Leipziger Westen und es ist halt eine Werkstatt, die von verschiedenen Menschen genutzt werden kann. Also die Idee von einem Reparaturcafé ist, dass man hier gemeinsam mit der Hilfe von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen seine kaputten Gegenstände oder Geräte reparieren kann. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden die Reparatursprechstunden statt. Das ist einmal Elektro, Heimwerken und Textil. Dann sind wir gerade dabei, eine Flinter-Sprechstunde aufzubauen, um auch so einen Safe Space für Flinterpersonen zu schaffen, weil in den regulären Reparatursprechstunden gerade im Elektro- und Heimwerkenbereich doch hauptsächlich männlich gelesene Personen sind, die dann reparieren. Wir haben eine reizarme Sprechstunde, wo halt Menschen mit ADHS und/oder Autismus die Sprechstunde besuchen können und sich so 1:1 Termine buchen können. Genau, dann organisieren wir noch Praxisworkshops, wo Reparaturtechniken erlernt werden können. Also Einstiegskurs Nähmaschine oder Einstiegskurs Löten, 3D-Druck. Genau, das alles funktioniert auf Spendenbasis. Also jeder kann geben, was er oder sie zur Verfügung stehen hat oder geben kann und bekommt dann hier die Hilfe, die man eben braucht fürs Reparieren. Ich bin Vadim, ich bin Ingenieur für Elektrotechnik, arbeite in der Entwicklung. Bin jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr hier im Café dabei und finde es super, ehrlich gesagt, habe hier sehr viel gelernt. Ja, ich habe ja, so eine alte Digicam von mir mitgebracht. Die habe ich jetzt jahrelang nicht benutzt und mir ganz früher mal zugelegt. Theoretisch geht sie an und das, was kaputt ist, ist dieser Auslöser. Dass ich weder fokussieren kann noch auslösen kann, sonst funktioniert alles. Genau, und die würde ich gerne hier reparieren, wenn das möglich ist. Ja, solche kompakten Kameras sind ein bisschen schwierig immer, so ein bisschen wie Drucker. Man muss Glück haben, aber können es gerne probieren auf jeden Fall. Aber kriegst du das dann meistens repariert oder ist es dann manchmal auch so, dass bei so Technik, die irgendwie so kompakt und kleinteilig ist, dass es dann nicht funktioniert? Ja, je neuer die Kamera, desto weniger Unterlagen gibt es dazu. Ich habe jetzt zu der Kamera im Internet geguckt. Da gibt es ein Service-Manual, das heißt, sie ist schon ein bisschen älter, die Kamera. Es gibt ein Service-Manual, wo im Prinzip aufgeschlüsselt ist, wie das funktioniert, was das für Bauteile sind, was das auseinanderzunehmen ist. Jeder hat hier mehr oder weniger so seine eigene Expertise auf einem Bereich. Und dann kann man sich natürlich austauschen. Wir haben zum Beispiel Gerald am Dienstag immer da. Der kennt sich sehr gut mit Radios aus. Pierre zum Beispiel mit Kaffeemaschinen und so weiter. Da haben wir Eberhard, der sich eher mit Nähmaschinen beschäftigt. Dann ergänzt sich das so gut. Genau. Und das, weißt du, dass wenn man selbst zu Hause hat irgendwas, dann kann man hierher kommen und dann fragen. Ich meine, es ist aber bei diesen Geräten wie bei allem anderen in der Entwicklung, versucht man die Funktion zu entwickeln, die man braucht. Und wenn jetzt Reparatur keine Funktion ist, die die Leute benutzen oder die überhaupt so allgemein verfügbar ist, dann wird das nicht so konzipiert. Das heißt, das Gerät wird dann so gebaut, dass es eben nicht reparierbar ist. Das größte Organ ist da der runde Tisch Reparatur. Also die kümmern sich darum, dass die Interessen, die die Reparaturszene vertritt, also die sind zum Beispiel in einem Reparaturmanifest festgehalten, dass die an die Politik getragen werden. Da geht es ganz viel um das Recht auf Reparatur, dass Dinge reparierbar produziert werden müssen. Es gibt so Forderungen, dass die Dinge aufschraubbar bleiben müssen, dass sie nicht verklebt werden sollen, dass Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden oder dass man Einsicht hat in Schaltpläne. Das sind so die Forderungen vom runden Tisch. Die Idee dahinter ist, dass unsere Wirtschaft halt nicht bis ins Endliche wachsen kann, dass es irgendwann mal so einen Stopp gibt, weil halt eben unsere Ressourcen begrenzt sind. Und ja, es ist so eine Kritik an diesem unendlichen Wirtschaftswachstum. Und dass man sagt, okay, irgendwann müssen wir schauen, dass wir das, was schon im Umlauf ist, dass wir das nutzen. Und Reparaturcafés oder Tauschschränke oder Kleidertauschaktionen oder so, das sind alles Angebote, um halt ja, dieser Idee vom wir verwenden Dinge wieder, wir reparieren Dinge,
Wir verschenken, verteilen und nutzen halt Dinge mehrfach. Ja, sind alles so Wege, wie man da was zu beitragen kann. Wir probieren, wie gesagt, dass der Nutzer so viel wie möglich selber macht, natürlich. Aber je nachdem, was es ist eben mal mehr, mal weniger kompliziert. Und sehr viel Geduld auch aufweisen bei diesen Geräten. Und ja, genau. Aber die meisten von uns sind hier, weil sie Spaß haben an der Reparatur. Sie mögen solche quasi Probleme, zu gucken, wie Geräte funktionieren, zu gucken, wie sie repariert werden können und so weiter. Das gehört irgendwie dazu. Ich finde auch, man muss jetzt nicht studiert haben oder was auch immer, um hier einsteigen zu können. Das ist eigentlich für alle Menschen, die Interesse haben, quasi erschwinglich. Also da ist ja so Austausch wahrscheinlich schnell bei Kaffee draußen und so möglich. Milchkaffee am Morgen tut der Seele gut. Mein Name ist Jens. Ich leiste seit September meinen Bundesfreiwilligendienst hier im Café Kaputt über den BUND. Ja. Und wie ist es für dich, seitdem du hier angefangen hast? Ich habe die Zeit meines Lebens, kann ich nicht anders sagen. Ich mache das, was ich am liebsten mache. Ich rede mit Leuten, komme in Gespräche. Dann erzählen einem manchmal Leute ihr ganzes Leben. Und das finde ich sehr spannend. Hauptsächlich liegen meine Aufgaben in der Betreuung der Sprechstunden. Wir haben ehrenamtliche Helfer, die beim Reparieren helfen. Und ich sorge dafür, dass sie sich außer mit Reparieren mit nichts anderem beschäftigen müssen. Es gibt viele Aspekte des Café Kaputt. Für mich ist der Hauptaspekt das Soziale, das Miteinander. Dass auch Leute, die sich vorher nie getroffen haben, hier miteinander ins Gespräch kommen. Hey, was hast denn du zum Reparieren dabei? Zeig mal her. Und das Gerät kenne ich auch. Solche Gespräche entstehen dann hier ganz spontan. Und selbst wenn es nicht repariert wurde, sind die Leute extrem dankbar, weil sie merken, wie engagiert wir sind, wie viel Zeit wir investieren. Und auch wenn das Radio zum Beispiel danach immer noch keinen Ton von sich gibt, wird eine kleine Spende da gelassen, einfach nur aus Dankbarkeit, weil sie anerkennen, was wir hier machen. Der soziale Aspekt in Reparaturcafés, der ist ganz wichtig. Also, dass man halt hier zusammenkommt und über die Reparatur ins Gespräch kommen kann mit ganz unterschiedlichen Menschen, genau, denen man vielleicht auch außerhalb von seiner Bubble gar nicht so begegnen würde. Und dass es aber hier auch ein Ort ist, wo man genau sich so niederlassen kann, wo man auch immer wieder kommen kann und Kaffee zusammen trinken kann, Tee zusammen trinken kann. Das ist auch genau ein ganz wichtiger Aspekt von Reparaturcafés. Also dass es schon Gemeinschaft stiften soll und über die Reparatur hinaus eigentlich geht. Unsere Vision ist so ein bisschen, dass jeder Kiez sein Reparaturcafé hat und alle Menschen dann ganz einfach und unkompliziert ihre Dinge reparieren können. Vielleicht will ich dich einfach reparieren, damit du funktionierst für mich, egal was passiert. Vielleicht will ich dich einfach reparieren, damit du mich reparierst, egal was passiert. Dann hast du hier auf jeden Fall mal einen Motor, der hier. Das ist ein DC-Motor, ein Gleichstrommotor. Der bedient dann im Prinzip diese Linse, lässt sie rein und rausfahren. Der Motor braucht eine Motorsteuerung. Die sieht auch ungefähr so aus wie dieser Chip hier. Das könnte er zum Beispiel sein oder vielleicht sitzt er weiter oben. Und anhand der einzelnen Funktionen kann man sozusagen sagen, was das für Sachen sind. Genau, und solches Wissen baut man sich im Prinzip eben auf und kann, ohne das Gerät jemals gesehen zu haben, reinschauen und sagen, was das alles für Teile sind, wie die ungefähr funktionieren. Ja. Genau, und wenn man dann ein paar Geräte gesammelt hat, dann, wie gesagt, kann man das dann recht zuverlässig machen. Die hatten einen alten Verstärker aus den 80er Jahren dabei, eine riesen Kiste, andere wohnen in solchen Sachen. Und die haben, als sie früh aufgestanden sind, garantiert nicht gewusst, dass sie abends das Löten lernen werden.
Und die kamen hier an, der Fehler wurde gesucht, das war wirklich nur ein Kondensator auf einer Leiterplatte. Und der entsprechende Helfer sagte so, die müsst ihr jetzt rauslöten, den Kondensator, und dann den neuen Kondensator einlöten. Und die Mädels, hä, löten? Nö, haben wir nie gemacht. Und er hat gesagt, na, dann lernt das jetzt. Die Gesichter, als dann wieder Geräusche aus diesem Gerät kamen und sie es selber repariert hatten, das ist unbezahlbar.